Herzlich willkommen zu den Weekly Kickstarter Boardgame News. Proudly präsentiert von den Boardgame Monkeys und dem Boardgamers Ballroom. Als erstes kommen wir zu The Walking Dead No Sanctuary. Die Serie The Walking Dead hatte schon bereits einige eher semi-erfolgreiche Reinkarnationen in Brettspielform erhalten. Jetzt handelt es sich hier allerdings um ein sehr ambitioniertes Projekt. Natürlich mit extrem vielen Miniaturen und auch an jeden Serienprotagonisten wurde gedacht. Das Ganze spielt sich voll kooperativ und wirkt ein bisschen so wie ein neues Zombicide mit Serienlizenz. Unterscheiden tut sich das Projekt allerdings von seinem großen Bruder durch die Leader-Mechanik. So kann die Gruppe einen Anführer bestimmen und auch jederzeit den Anführer wechseln, je nachdem, wie bereit die einzelnen Protagonisten sind, dem Anführer zu folgen und zu gehorchen. Das Ganze klingt sehr thematisch, tief und atmosphärisch. Fans der Serie werden definitiv auf ihre Kosten kommen. Für alle anderen gilt es sich zu überlegen, ob wirklich $125 plus Shipping das Ganze wirklich wert sind. Finanziert wurde das Projekt bereits zu 90%. Das heißt, auch hier stehen die Chancen gut, dass es in der Tat umgesetzt wird. Platz für Add-ons ist in dem Projekt natürlich auch noch reichlich vorgesehen. Das heißt, auch hier dürfen wir noch auf einiges gespannt sein. Als zweites kommen wir zum Martians, A Story of Civilization. Das Spielejahr 2016-2017 könnte eigentlich ganz getreu dem Motto stattfinden, Mars macht mobil. Denn mit Martians kommt das erste einer ganzen Reihe von angekündigten Brettspielprojekten zum Thema roter Planet auf den Markt. Die Designer rühmen sich vor allen Dingen mit den unterschiedlichen Spielemodi, in denen das Spiel gespielt werden kann. Es ist wohl möglich, es komplett kompetitiv, semi-kooperativ oder voll kooperativ zu spielen. Spielmechanisch kommt leider nur wenig Neues, denn auch hier werden Arbeiter platziert, Gebäude gebaut und Ressourcen gescheffelt. Das schöne Element daran ist, dass noch ein bisschen Zufallswürze hineingestreuselt wird in Form von einem Event-Deck, was das Ganze wohl doch noch ein bisschen spannender macht. Schlappe $49 müsst ihr für ein Ticket zum Mars hinlegen. Um noch ein bisschen Kohle zu sparen, könnt ihr das Ganze auch auf das Spiel in Essen. Ihr könnt auch noch ein bisschen sparen, indem ihr das Ganze auf das Spiel in Essen abholt. Das Spiel wurde bereits zu 100% finanziert. Das heißt, es sieht gut aus, dass es auch wirklich auf den Markt kommen wird. Last but not least kommen wir zu Fire of Eidolon. Retro ist ja wieder voll im Trend. Nicht zuletzt seit dem Release von Boss Monster, der Neuauflage des NES oder anderen schönen Dingen wie Pokémon Go. Mit Fire of Eidolon erscheint ein voll kooperativer Dungeon Crawler in 16-Bit-Optik. Lasst es euch auf der Zunge zergehen. 16-Bit-Optik. Aber nicht nur grafisch ist das Ganze top, wir bekommen auch spielerisch einiges geboten. So versprechen die Entwickler schnelles Dungeon Crawling, massenhaft Helden und einen schnellen, einfachen Spielfluss. Wenn wir euch damit nicht schon den Mund wässrig genug gemacht haben, dann sei euch gesagt, dass ihr das Ganze euer eigen nennen könnt für schlappe $34 inklusive Versand. Ein Hammerangebot. Auch dieses Projekt ist bereits zu 100% finanziert. Das heißt, super Sache das. Das war's diese Woche von den Weekly Kickstarter Boardgame News. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin, Cheerio!